Travel Rule, Mika, DAC8 und AMLA, eine wahre Krypto-Regulierungswelle rollt seitens der EU auf dich zu, beziehungsweise ist schon am Rollen. Ein guter Zeitpunkt, um mal eine Standortbestimmung zu machen. Für viele Krypto-Investoren ist gerade die Tatsache, dass der Kryptomarkt sehr frei ist, sehr unreguliert ist, möglicherweise anonym ist, besonders attraktiv. Man hat nicht die gleiche abartige, überbordende Bürokratie, wie man sie bei anderen Finanz- und Investmentprodukten kennt. Und viele Krypto-Investoren schätzen eben genau diese Tatsache, dass hier der Staat noch nicht so sehr involviert ist. Aber das soll sich jetzt alles ändern, insbesondere dann, wenn du ein EU-Bürger bist, wenn du in der EU wohnst. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahr 2024, etliche Änderungen und man kann mit Fug und Recht sagen, dass eine wahre Regulierungswelle auf Kryptoinvestoren in der EU zurollt, beziehungsweise diese eigentlich schon hier angekommen ist und schon heftig hier die Kryptomärkte überflutet. Es gibt 4 Stichworte, 4 wichtige Themen, die immer wieder in diesem Kontext genannt werden. Das ist zum einen die Travel Rule, dann ist es Mika, dann ist es DAC8 und dann ist es AMLA. Diese 4 Punkte werden immer wieder genannt und wir wollen heute einmal diese besprechen und uns überlegen, was genau die Konsequenzen für dich sind und dann am Ende vielleicht auch darauf eingehen, wie du dich vor diesem Regulierungswahn der EU schützen kannst. Was ist die Travel Rule? Also zunächst mal geht die Travel Rule eigentlich nicht auf die EU zurück, sondern auf die FATF, auf die Financial Action Task Force. Und wir kennen die Travel Rule schon von internationalen Überweisungen. Travel Rule meint hier nicht etwa, dass du irgendwo hinreist, sondern es ist im Grunde genommen bildlich gesprochen, wenn Geld auf die Reise geht, nämlich per Überweisung, dann wird von einem Finanzinstitut hier ein Beipackzettel, mehr oder weniger ein elektronischer Beipackzettel dieser Überweisung mit beigefügt, wo alle wichtigen Informationen zu der Überweisung drinstehen. Dies kann dann auch von der empfangenden Bank geprüft werden bzw. ergänzt werden. Beide Banken können dies ablegen und bei möglichen Verdachtsmomenten in puncto Geldwäscherei kann dann die Bank nachfragen. Wenn du also zum Beispiel hier bei Überweisungen ins Ausland eine Nachfrage von der Bank erhältst, dass du jetzt mal hier Verträge oder Nachweise besorgen musst, woher dieses Geld kommt, dann ist es genau wegen dieser Travel Rule. Und das Gleiche ist jetzt auch Ende 2024 für Kryptotransaktionen in der EU eingeführt worden. Also es gilt seit 31. Dezember 2024. Wenn es also hier zu einer Zahlung, zu einer Überweisung in Krypto kommt und irgendein Kryptodienstleister ist involviert, zum Beispiel ein Exchange, dann kommt diese Travel Rule zum Tragen. Bei einer Peer-to-Peer-Überweisung natürlich nicht, aber immer wenn ein Kryptodienstleister hier involviert ist, dann ist eben jetzt auch bei Krypto hier ein solcher Beipackzettel, der hier elektronisch von dem Dienstleister beigegeben wird. Das heißt, dass jetzt immer mehr dazu kommen wird, dass Dienstleister eben an die Kunden Fragen stellen, wie wir sie bereits von Überweisungen kennen. Wir haben zum Beispiel eine Mandantin. Diese Mandantin wird von ihren Kunden in Krypto bezahlt. Wenn sie dann die empfangenen Kryptos umtauschen will, zum Beispiel in Fiat, muss sie jetzt immer nachweisen, woher diese Zahlungen genau kommen. Das heißt, sie muss dann Rechnungen hier produzieren, sie muss dann Nachweise haben, Vertragsunterlagen etc. pp. Eben das Gleiche, was wir auch von Überweisungen kennen. Und das kann natürlich ziemlich nervig sein. Denn wenn du im Grunde genommen keine wirkliche Rechnung erstellst, wenn du einfach auf Zuruf sozusagen bezahlt wirst, und so ist ja die Realität heute vielfach, ja. Das heißt, du erbringst deine Dienstleistung und danach bekommst du die Zahlung in Krypto. Oft gibt es ja da keine Rechnungen. Dann musst du jetzt also hier anfangen, manuell Rechnung zu erstellen. Das kann schon ganz schön nervig sein. Kommen wir zum nächsten Gesetzespaket, Mika. Mika gilt ebenfalls seit dem 31.12.2024. Hier sollen im Grunde sämtliche Krypto
Dienstleister, Finanzdienstleister im Kryptobereich reguliert werden, die Kunden in der EU haben. Also selbst wenn ein Kryptounternehmen seinen Sitz außerhalb der EU hat, muss es sich im Rahmen von MiCA regulieren lassen, wenn es Kunden in der EU hat. Hier geht es tatsächlich um eine Regulierung, wie wir sie ja ebenfalls schon aus dem Bankbereich kennen. Also auch heute müssen ja schon Banken und andere Finanzdienstleister sehr hohe Anforderungen erfüllen, damit sie eine solche Lizenz bekommen. Um das Gleiche geht es jetzt auch bei MiCA für Kryptounternehmen. Hier geht es um Dinge wie Compliance, Dokumentation, dass man die richtigen Mitarbeiter hat, Fit and Proper Test und so weiter und so fort. Der Kryptokunde wird von MiCA nicht wirklich betroffen sein. Es sind, wie gesagt, die Unternehmen, die hier Kryptodienstleistungen erbringen, zum Beispiel Exchanges, die davon ganz besonders betroffen sein werden. Für dich als Kunden in der EU heißt das einfach konkret, dass weniger Dienstleister in Zukunft zur Verfügung stehen. Denn es dürfen nur noch jene mit dir arbeiten, die entsprechend dann die Erlaubnis haben und die entsprechend nach MiCA reguliert sind. Alle anderen dürfen ab sofort EU-Kunden nicht mehr bedienen. Kommen wir zu DAC8. Was ist DAC8? Nun, DAC8 ist noch nicht eingeführt. DAC8 wird 2026 eingeführt. Hierbei handelt es sich um einen automatischen Informationsaustausch analog zum OECD-CRS bei Bankkonten. Du kennst ja wahrscheinlich OECD-CRS. Wir haben auch schon viele Videos darüber gemacht. Den gibt es ungefähr seit 2016. Wenn du heute ein Konto zum Beispiel in der Schweiz aufmachst, wenn du in Deutschland wohnst, dann wird die Schweizer Bank regelmäßig hier an dein Finanzamt Informationen zu deinem Konto senden, nämlich einmal im Jahr. Da werden nur Salden übertragen, also im Grunde genommen sehr wenig Informationen, 3, 4 Zahlen. Aber somit weiß dann das Finanzamt, dass du ein Konto in der Schweiz hast, dass sich auf dem Konto etwas bewegt. Wenn du in deiner deutschen Steuererklärung alles erklärt hast, kein Problem. Aber wehe, wenn du das vergessen hast, dann wirst du ganz schön in die Bredouille kommen. Dieser Finanzaustausch ist extrem effektiv. Er hat da erst heute das führende Instrument für die Finanzämter, um Steuersünder zu ertappen. Und genau das Gleiche, aber noch in viel heftiger Art und Weise, wird eben mit DAC8 auch jetzt im Kryptobereich eingeführt. Allerdings werden hier nicht nur jährlich irgendwelche Salden dokumentiert und reported, sondern tatsächlich erfährt dein Finanzamt von jeder einzelnen Kryptotransaktion über 1000 Euro mit allen Details. Das heißt, für jede einzelne Transaktion wird eine separate Meldung gemacht mit allen Details dazu, an wen es geht, von wem es kommt, was der Betreff ist und so weiter und so fort. Das heißt, hier werden jetzt tatsächlich die Finanzämter in Echtzeit informiert. Es geht nicht mehr darum, einmal im Jahr nur ein paar Salden hier auszutauschen, sondern es gibt einen fortlaufenden Austausch von solchen Informationen. Wie das dann systemtechnisch abgebildet wird, das muss man natürlich noch sehen. Aber wahrscheinlich wird es eine riesige Datenbank sein und wir haben dann die volle Transparenz, den komplett gläsernen Kryptoinvestor. Wie gesagt, das Ganze soll 2026 kommen. Auch das ist ehrlich gesagt keine EU-Initiative, sondern eine Initiative der OECD. Dort wird es CARF genannt und DAC8 ist im Grunde genommen die Implementation auf EU-Ebene. Der Grund natürlich, warum das gemacht wird, ist, dass vermutet wird, dass sehr viele Steuern hinterzogen werden hier mit Krypto und daher will natürlich die EU die komplette Kontrolle haben. So, zu guter Letzt reden wir dann auch noch über AMLA. Im Rahmen der AMLA-Gesetzgebung, die ja im Frühling 2024 hier als ein sehr umfangreiches Gesetzespaket seitens der EU verabschiedet wurde, gibt es hier auch Änderungen im Kryptobereich. Diese finden sich in der EU Anti-Money Laundering Direktive 6, AMLD 6, die jetzt ja im Rahmen dieses Gesetzespaketes nochmal überarbeitet wurde. Und hier wird im Grunde genommen gesagt, dass anonyme Kryptotransaktionen nur noch bis insgesamt 1000 Euro möglich sind. Also das heißt, wenn du neu bei einem Exchange bist, kannst du dort bis 1000 Euro anonym tatsächlich noch Kryptos senden und erhalten. Aber danach musst du dich dann registrieren mit allen Details, die eben bei einer solchen Registrierung notwendig sind.
Diese Maßnahme wird 2027 hier in Kraft treten, im Sommer 2027. So, jetzt wird natürlich die Frage bei dir entstehen, wie kannst du dich davor schützen? In der Tat haben wir schon etliche Mandanten, etliche Kryptoinvestoren, die zu uns kommen und sagen, ich will raus hier aus der EU, ich will nicht hier von diesen ganzen Maßnahmen betroffen sein. Ich schätze am Kryptomarkt genau die Privatsphäre und die Tatsache, dass er nicht so überreguliert ist, das genau will ich haben und ich will daran nichts ändern. Gut, der einzige Weg, wie du dich davor schützen kannst, ist tatsächlich die EU zu verlassen. Du musst in ein Land umziehen, was außerhalb der EU ist. Wenn du dich also bei einem Kryptodienstleister registrierst, in Zukunft wirst du also einen Adressnachweis benötigen, möglicherweise eine Steuernummer aus einem Nicht-EU-Land, damit du eben nicht von dieser Regulierung hier betroffen sein wirst. Möglicherweise wirst du auch ein VPN benutzen können, wenn ein Kryptodienstleister ähnlich wie bei Banken realisiert, dass du dich immer von einem EU-Land aus einloggst. Kann es sein, dass dir das Konto gesperrt wird? Das kennen wir ja bereits von verschiedenen Banken in der EU, das sogenannte Geo-Tracking. Auch das wird es sicherlich bald im Kryptobereich geben. Das heißt, du müsstest dir einen Wohnsitz außerhalb der EU schaffen. Selbst wenn du also reisend bist, digitaler Nomade bist, Perpetual Traveler, müsstest du einen Wohnsitz einrichten außerhalb der EU. Da musst du die üblichen Nachweise haben, die man eben braucht, die du auch bei Banken heute schon brauchst, um ein Konto zu eröffnen. Und dann wirst du dieser Regulierung hier entkommen. Es spielt also keine Rolle, ob du EU-Bürger bist. Du musst nicht die Staatsbürgerschaft ändern. Du musst keine Nicht-EU-Staatsbürgerschaft annehmen. Es ist rein eine Frage des Wohnsitzes. Was könnte sich anbieten? Möglicherweise die Schweiz, möglicherweise Großbritannien, wobei auch hier wird man sicherlich ähnliche Gesetzesvorhaben in Kürze implementieren. Das heißt, vielleicht Länder, die jetzt nicht so regulierungswütig sind wie die westlichen Länder. Man hört ja zum Beispiel von Trump, dass er die Regulierung in den USA eher liberalisieren will. Aber dann natürlich die Länder Südamerikas oder auch Asiens bieten sich insbesondere an. Aber Vorsicht! Du darfst natürlich nicht in einem Land wohnen, das hier auf einer schwarzen Liste erscheint. Zum Beispiel Panama steht ja auf der schwarzen Liste der FATF. Das würde dir natürlich auch nichts bringen. Das heißt, du musst im Vorfeld genau klären, welches Land würde hier möglicherweise passen, wo kann ich mich registrieren, wo kann ich eine Steuernummer bekommen, welches Land wird dann auch tatsächlich akzeptiert von meinen Kryptodienstleistern. Es darf kein sanktioniertes Land sein, es darf kein Land auf der schwarzen Liste sein. Und dann solltest du eigentlich diesen Regulierungsmaßnahmen hier entkommen können. Denn tatsächlich sind nur Personen davon betroffen, die in der EU leben. Wenn auch du dich mit solchen Ideen hier auseinandersetzt, das heißt, wie kannst du deine Freiheit verteidigen, wie kannst du im Ausland außerhalb der EU leben, wie kannst du steuergünstig dein Geld anlegen, steuergünstig zum Beispiel in Krypto investieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.